Mal ehrlich, wann waren Disney-Spiele jemals wieder so gut wie in den 90ern? Willkommen zurück auf Lobo-TNT Retro Gaming. Damals waren Lizenzspiele plötzlich keine billige Filmwerbung mehr, sondern echte 16-Bit-Kracher. Egal ob Klassiker wie Chippendales oder überraschend entspannte Titel wie die kleine Meerjungfrau. Da war Qualität dabei. Heute klären wir endgültig, welche 25 Disney-Spiele der 90er wirklich die besten sind. Also lehnt euch zurück, dreht den Sound auf und lasst uns gemeinsam in die goldene Ära der Retro-Disney-Games eintauchen. Engage cybernetic generation sequence. Malfunction detected. System overload. Warning. 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 System overload critical. Warning. 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 Und wir starten mit Disneys Hercules für die PlayStation 1. Hercules ist ein solider 2D-Plattformer aus der späten PS1-Ära. Die Animationen sind sauber, die Level orientieren sich stark am Film und die Bosskämpfe sorgen für viel Abwechslung. Spielerisch bleibt es klassisch und eher sicher, aber technisch wirkt es für 1997 erstaunlich rund und stimmig. Tarzan von 1999 bringt Tempo ins Spiel, schnelle Bewegungen, dynamische Level und flüssige Animationen machen es zu einem der besseren späten Disney-Titel. Es fühlt sich moderner an als viele frühere Filmumsetzungen und überzeugt mit gutem Flow, auch wenn es kein absoluter Genre-Meilenstein ist. Pinocchio für den Super Nintendo erschien spät in der 16-Bit-Ära und nutzte die Technik entsprechend gut aus. Große Sprites, flüssige Bewegungen und solide Jump-and-Run-Mechanik sorgen für ein rundes Erlebnis. Ein Spiel, das neue Maßstäbe setzt, aber eines, das erstaunlich hochwertig wirkt und absolut süß aussieht. Ariel, die kleine Meerjungfrau auf dem Mega Drive, setzt auf ruhiges Unterwasser-Gameplay statt hektischer Action. Farbige Hintergründe und einfache Mechaniken machen es sehr zugänglich. Der Schwierigkeitsgrad ist moderat, wodurch es sich angenehm entspannt spielt. Ein Hardcore-Titel, aber atmosphärisch sauber umgesetzt. Legend of Illusion zeigt, dass auch Handheld Disney in den 90ern richtig stark sein konnte. Für Game Gear-Verhältnisse beeindruckt die Grafik. Das Gameplay bleibt abwechslungsreich und die märchenhafte Atmosphäre passt perfekt zu Mickey. Ein kleiner, aber qualitativ überraschend hochwertiger Titel. Auch Land of Illusion für den Master System ist eines der besten 8-Bit Disney-Spiele überhaupt. Kreatives Leveldesign, präzise Steuerung und viel Atmosphäre sorgen für ein rundes Gesamtbild. Für ein Master System-Spiel wirkt es erstaunlich ambitioniert und gehört klar zu den stärkeren Vertretern der Reihe. Bonkers von 1994 bringt den typischen 90er Cartoon-Charme auf das Super Nintendo. Bunte Level, solide Steuerung und unkomplizierte Action mache es zu einem angenehmen Spiel für zwischendurch. Ein absoluter Klassiker, aber ein sympathischer Titel mit ordentlichem Nostalgiefaktor. Die Chippendale Rescue Rangers 2
Capcom wusste, wie Disney auf dem NES funktionieren muss. Präzise Steuerung, cleveres Leveldesign und Koop-Spaß machen die Rangers auch heute noch unterhaltsam. Technisch holt es viel aus der Konsole heraus und bleibt angenehm fair spielbar. Ein weiterer Hit auf dem NES war Tailspin von 1991. Es kombiniert Shoot'em-up-Gameplay mit Disney-Charme, die Steuerung ist direkt, das Tempo angenehm flott und die Missionen sorgen für Abwechslung. Kein übermäßig komplexer Titel, aber ein solides Actionspiel, das sich überraschend motivierend spielt. Das Dschungelbuch auf dem Mega Drive überzeugt mit kräftigen Farben, eingängiger Musik und präziser Steuerung. Die Level sind abwechslungsreich gestaltet und stellenweise fordernd, ohne aber unfair zu wirken. Eine gelungene Filmumsetzung, die technisch und spielerisch stark wirkt. Einer meiner Favoriten war Donald Duck in Maui Maya. Donald zeigt uns eine ungewohnte ernste Seite mit Ninja-Fähigkeiten, dunkler Atmosphäre und anspruchsvollen Leveln, hebt es sich klar vom Rest ab. Technisch stark und spielerisch fordernd ist es eines der ungewöhnlichsten Disney-Titel der 90er. Die Toy Story beeindruckte damals mit großen vorgerenderten Figuren und abwechslungsreichen Levelideen. Die Präsentation orientiert sich stark am Film und ist technisch absolut ambitioniert. Der Schwierigkeitsgrad ist teilweise sehr hoch, sorgt aber für langfristige Motivation. The Great Circus Mystery Starring Mickey and Minnie auf dem Super Nintendo von 1994 erweitert das Magical Quest Prinzip sinnvoll. Neue Kostüme bringen zusätzliche Fähigkeiten und der Koop-Modus sorgt für Abwechslung. Grafisch farbenfroh und spielerisch rund gehört es klar zu den stärksten 16-Bit Disney-Spielen aller Zeiten. Gargoyles auf dem Mega Drive von 1995 ist düsterer und anspruchsvoller als viele andere Disney-Spiele. Die Kämpfe sind fordernd, das Leveldesign umfangreich und technisch wirkt es beeindruckend. Ein Titel für erfahrene Spieler, der zeigt, dass auch Disney härtere Action liefern konnte. Goofy is Back auf dem Super Nintendo. Goof Troop setzt auf clevere Action-Passenmechanik statt reinem Hüpfen. Bomben, Schalter und Gegner verlangen taktisches Vorgehen. Besonders im Koop-Modus entfaltet das Spiel seine ganze Stärke und wirkt bis heute überraschend durchdacht. Wir kommen in die Top 10 mit Mickey Mania auf dem Mega Drive. Mickey Mania ist eine detailverliebte Reise durch Mickeys Cartoon-Geschichte. Jede Welt basiert auf einem klassischen Kurzfilm und bringt eigene Ideen mit. Die Animationen sind stark, das Gameplay fordernd und die Atmosphäre einzigartig. Darkwing Duck von 1992 auf dem NES erinnert spielerisch an Mega Man und überzeugt mit präziser Steuerung und knackigem Leveldesign. Anspruchsvoll, aber fair. Gehört es zu den besten Disney-Action-Spielen auf dem NES.
DuckTales 2 baut das Konzept des Vorgängers weiter aus. Größere Level, mehr Geheimnisse und zusätzliche Upgrades sorgen für spürbar mehr Tiefe. Trotz später Veröffentlichung gehört es spielerisch zur absoluten NES-Spitze. Auch einer meiner Favoriten war Mickey Mouse in der Magical Quest. Es überzeugt mit kreativer Kostümmechanik und wunderschöner 16-Bit-Grafik. Die Steuerung ist präzise, das Leveldesign abwechslungsreich. Ein rundes, charmantes SNES-Spiel, das Capcoms Qualitätsniveau deutlich zeigt. Nicht ganz in die Top 5 geschafft, dennoch eines der schönsten Disney-Spiele aller Zeiten. Castle of Illusion von 1990 auf dem Mega Drive war einer der ersten großen 16-Bit-Disney-Erfolge. Märchenhafte Level, starke Musik und kreative Bosskämpfe machten es früh zum Klassiker. Technisch beeindruckend für seine Zeit und bis heute charmant spielbar. In die Top 5 hat es geschafft Donald Duck mit Quackshot, kombiniert Jump'n'Run mit Adventure-Elementen. Neue Fähigkeiten erlauben das erneute Erkunden alter Gebiete, was dem Spiel überraschend viel Tiefe gibt. Atmosphäre, Musik und Leveldesign greifen perfekt ineinander. Und schon wieder Mickey Mouse mit Donald Duck in World of Illusion von 1992 auf dem Mega Drive setzt auch perfektes Koop-Gameplay. Die Animationen sind butterweich, die Level kreativ und die Atmosphäre einfach märchenhaft. Besonders zu zweit entsteht ein außergewöhnliches Spielerlebnis, das bis heute begeistert. Und wir kommen in die Top 3 mit dem König der Löwen von 1994 auf dem Super Nintendo. Der König der Löwen beeindruckt mit filmnaher Präsentation, starken Animationen und ikonischer Musik. Der Schwierigkeitsgrad ist hoch, doch genau das hat dem Spiel seinen legendären Ruf eingebracht. Und auf Platz 2 das Original DuckTales von 1990 auf dem NES ist ein 8-Bit-Meisterwerk. Die Pogo-Stock-Mechanik funktioniert perfekt, die Musik ist legendär und das Gameplay zeitlos. Kaum ein Disney-Spiel hat so viel Kultstatus wie DuckTales. Und etwas überraschend, aber für mich völlig zu Recht auf Platz 1 Aladdin von 1993. Aladdin auf dem Mega Drive ist der Höhepunkt der Disney-Lizenzspiele der 90er. Filmreife Animationen, flüssiger Schwertkampf und abwechslungsreiche Level machten es 1993 technisch beeindruckend. Bis heute gilt es als eines der besten Disney-Spiele überhaupt. Das war unsere Top 25 der besten Disney-Spiele der 90er. Hier auf Lobo TNT Retro Gaming. Aber jetzt wird spannend. Habe ich euren Favoriten auf den falschen Platz gesetzt? Oder fehlt euch vielleicht ein Titel komplett? Schreibt unten in die Kommentare, ich lese alles. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal für noch mehr Retro-Listen, Rankings und 90er Nostalgie. Wir sehen uns im nächsten Video. Engage cybernetic generation sequence.
Malfunction detected. System overload.